Fühlt sich an wie eine Sauna auf 2000 Meter Höhe. Ja. Oh Gott. Das kann man gar nicht glauben, dass es so heiß ist. Wie lange sind wir jetzt hochgelaufen? Komplett? 4,5 Stunden. Ja. 10, 11. Die Sonne hat gerade gefühlt 40 Grad auf meiner Stirn. Stunden. Ja. Unfassbar. Hatten wir halt alle so ein bisschen wegen dem Wetter gesprochen, weil ja ein großes Gewitter anstand, viel Regenschauer und haben dann ja entschieden, noch weitergehen. Die nächste Tagestour quasi kürzer ist, um schneller Kandanschuh zu erreichen. Wir sind dann da alle losgedappt und bestimmt noch mal 2 Stunden weitergelaufen. Dichte Wolken und es wurde zwischenzeitlich nass und matschig. Ja, und dann war das Ziel eigentlich diese eine Kabagne, aber die war belegt durch Schäfer. Die hatten wir dann gefragt nach einem Platz zu bivakieren, aber das war der schlechtmöglichste Platz, den man sich hätte vorstellen können. Hatten wir auf der Karte gesehen, dass es da noch so ein Park-Area gab und da sind wir dann hingelaufen. Und haben da zwischen Autos geschlafen. Und es war auch echt spät. Es war 9 oder halb 10, als wir da dann im Zelt waren. Ja, 10 wahrscheinlich, ne? Keine Ahnung. War super spät auf jeden Fall. Der Wecker klingelte um 5. Wir hatten uns ja mit den anderen so ganz grob verabredet, dass wir um 6 Uhr losgehen wollten. Es hatte auch nicht geregnet, sondern das war einfach dieser starke Nebel, in dem man immer noch war. Alles war sehr nass. Mit Stirnlampe auf und dunkel und auch kalt und irgendwie nass haben wir dann dieses nasse Zelt eingepackt und irgendwie am Rucksack befestigt. Und haben uns dann auf den Weg gemacht. Also oben angekommen auf knapp 1800 Meter Höhe war dann wieder der weiße Tunnel da und dann kam auch das Gewitter und auch mit Blitzen und Donner aus starkem Regen wurde Hagel und den hat man auch gespürt am Körper dann auch. Ne? Ja. Der ein oder andere Hagelkorn, der hat schon ganz schön gezwiebelt auf den Fingern oder auf dem Oberschenkel. Ja, und wie schnell dann auch wirklich aus den Wegen so kleine Flüsse wurden. Ne? Das ist wirklich, es ist echt krass. So, man läuft eigentlich den Weg und der ganze Weg, die ganzen Spuren sind nachher wirklich voll mit Wasser und man hat auch gar keine Chance, da drum herum zu gehen, sondern eigentlich musst du durch.
gerade als so die Hose getrocknet war, fing es unglaublicherweise wieder an zu regnen, wieder an zu donnern, wieder an zu blitzen. Und auf den letzten 1,5 Kilometern haben wir dann nochmal richtig einen abbekommen. Guten Morgen. Wir sind frisch getrocknet wieder unterwegs. Gestern der Tag war wirklich heftig. Wir sind pitschnass und tropfend im Hotel angekommen. An der Rezeption haben wir erstmal eine riesen Pfütze hinterlassen. Das war schon fast peinlich. Aber wir wurden sehr nett empfangen. Wir durften unsere Sachen im Keller trocknen und haben uns gefreut, schon direkt das Zimmer beziehen zu können und eine super heiße Dusche zu nehmen. Ja, den restlichen Tag haben wir uns ausgeruht und freuen uns heute auf den weiteren Weg. Es geht gleich weiter bergauf und wir fühlen uns gut. Wir freuen uns heute Abend auf einen schönen Biwakplatz an dem Refugi Pombi. Es sind 14,5 Kilometer, 1500 Höhenmeter hoch, 800 runter und ansonsten, ja, die Sonne scheint, wir haben ein paar Wolken und die Aussichten sagen, dass es das erstmal war mit dem Regen und die nächsten Tage haben wir noch nicht mal mehr Wolken, sondern einfach nur pure Sonne, 30 Grad. Wir sind gespannt, was wir besser finden, Sonne oder Regen. In erster Linie freuen wir uns, dass wir total trocken sind und unsere Schuhe sind wieder matschfrei und ja, so kann es jetzt weitergehen. Wir sehen uns.
Freunde. Wir kommen von da oben, sind dieses ganze Tal runtergelaufen und jetzt auf dieser Seite wieder hoch. Hart. Es war echt anstrengend. In der Sonne. Die ganze Zeit. So. Und wo geht's jetzt noch hin? Da. Da hoch. Wir gucken mal, was es gibt. Aber wir packen das. Haben wir gesagt, wir gehen weiter. Ja, der Aufstieg war über so ein Geröll-Boulderfeld. Wir gingen steil berghoch. Wo übrigens, ich finde ja diese Boulderfelder total geil, ne? Ich weiß nicht warum, aber es macht einfach total Spaß. Macht ja eigentlich auch Bock. Dann waren wir da oben, total froh. Und dann ging es aber wirklich wieder direkt steil runter. Sehr steil übrigens. Sehr steil. Also ich glaube, es war der bisher steilste Abstieg, ne? Ja. Boah, das war echt anstrengend. Kannst du aufessen? Hat auch ewig gedauert. Weil der Blick von da oben war natürlich mega. Weil man auf einen ganz, ganz tollen blauen See schauen konnte. Mit dem, dass wir auf diesen Weg gekommen sind, ging es bergab irgendwie, ne? Also konnte ich auch nicht mehr. Es war halt super anstrengend. Weil auch diese Wege, man muss sich so konzentrieren. Das klingt jetzt irgendwie so lächerlich, wenn man sagt, ja, da war ein Haufen Geröll drauf gelegen. Aber wenn man das den ganzen Tag unter seinen Füßen hat, also es ist sehr anstrengend. Wirklich. Und es war die ganze Zeit heiß. Also wir hatten den ganzen Tag Sonne. Von morgens bis abends. Und das ist auch echt nicht zu unterschätzen. Und dieser Weg hat einmal nicht geendet. Es ging immer weiter und immer weiter. Und jetzt sitzen wir hier auf einer großen Wiese. Und das ist total toll, weil wir sind angekommen und wir sind total froh, dass wir das gerockt haben. Und das war ein super anstrengender Tag. Der war echt tough. Ich finde es echt anstrengend. Aber also ich bin mega stolz auf uns beide, dass wir es so gerockt haben. Und haben ja gerade schon gesagt, das Omelett hat uns die nötige Power gegeben. Das war wichtig und gut.
an dem See aufgewacht heute Morgen. Aber wir haben weiter geschlafen. Wir haben heute ein bisschen ausgeschlafen. Bis halb acht. Das war total schön. Ansonsten war das eigentlich ein ganz cooler Spot. Das Zelt war trocken heute früh. Das war richtig gut. Ja, und ehe wir dann alles gesattelt und gepackt hatten, war es eben 10. Und dann ging es rapide berghoch. Das war über Stock und Stein letztendlich. Mit ein bisschen Kraxeln, mit Händen, ein bisschen Klettern. Heute war auch der erste Tag, wo die Steine so eine mittlere Größe hatten, wo es überhaupt keinen Spaß gemacht hat, drauf zu laufen. Die dann irgendwie genauso groß sind wie dein Schuh. Die dann auch gar nicht mehr vom Gewicht her so viel Halt haben oder so. Die alle wackeln auch in den Steinfeldern oder so, die wir dann da hoch mussten. Und das ist halt irgendwie ätzendes Terrain. Ne? Total, ja. Und dann waren wir aber am Col de la Fach. Dann haben wir eine kurze Pause gemacht mit Nüssen und ich glaube einen Keks gab. Diese letzte Salami gab es noch. Die letzte Salami aus Leskugen. Ja, und dann ging es dann von da oben eigentlich nur noch bergab. Auch super unterschiedliches Terrain mal wieder. Also auch ein bisschen Schneefelder, Schafe auf Schneefeldern. Dann auch wieder über so große Boulders. Was beeindruckend war, ist, dass sehr viele verschiedene Felsarten, also gepaart mit dem Boden, der sich daraus ergibt, sichtbar waren. Also teilweise sind wir über ein Stück gelaufen, rechts war es sehr dunkelbrauner Boden und Steine, in der Mitte waren es die ganz hellen und ganz rechts war es dann so kupfer-orangefarben. Also das ist beeindruckend, wie viele verschiedene Gesteinsschichten dort dann da auch im Berg verankert sind und dann mal runtergekommen sind oder wie auch immer. Ja, da heute ist auch wieder die ganze Zeit ein Fluss abwärts. So ähnlich wie bergauf die ganze Zeit ein Fluss war auch jetzt hier abwärts ein Fluss. Teilweise war der Weg dann auch der Fluss. Morgen. Guten Morgen. Ah ja, dann hatten wir diesen tollen Aufstieg durch den Wald. Genau. Und diesen ganzen felsigen Dings, wo man einen tollen weiten Blick hatte. Richtig. Zurück ins Tal. Man könnte mal auch sehen, dass aus allen drei Richtungen in diesem Tal, wo das Campground war, überall das Wasser runterkam. Ne? Ja, genau.
Ja, und dann hatten wir auf diesen einen Stein, hatten wir eine kurze Kekspause gemacht. Und da kam dann Daniel, the guy from Barcelona, und Philipp, the Dutchman, the second Dutchman. Da geht es jetzt weiter. Zum nächsten Pass. Um die Ecke. Meter hoch war da vielleicht so ein Anstieg in Zigzags. Genau, war ganz schön steil. Zum zweiten Pass. Und von dem ist man dann ohne Ende runter, 400, 500 Meter. Ach ja, genau. Ins Gletschertal. Der war auch recht steil, da bist du nochmal ausgerutscht und hast dir deinen Stock ins Gesicht gehauen, an die Lippe. Und ich habe noch keine Strichliste, wer wie oft ausgerutscht ist, aber du führst. Und da unten waren wir im Gletschertal, genau, dann sind wir da durch dieses Talbett, Gras, Wassergemix gelaufen und zum Ende dann nochmal mit den Schuhen und Socken durchs Wasser durch. Und da war halt eine Hütte, ich weiß gar nicht, wie die hieß. Da war auch echt viel los, muss man sagen. Und auch überall Leute unterwegs gewesen. Aber wir haben da auch drin gesessen, weil es ein bisschen kühler war. Draußen war es echt zu heiß. Und der Aufstieg war aber eigentlich auch nochmal total toll. Ging auch so im Zigzag nach oben und dann auch so ein bisschen über Boulders und so Kram. Aber wir haben die ganze Zeit diesen Gletscher sehen können. Von der einen Seite zumindest. Das war echt faszinierend. Wie heißt der nochmal? Glacier dos Sceaux. Ja, aber das war echt irgendwie super faszinierend. Muss man schon sagen. Das war ein tolles Gefühl, immer irgendwie auf diesen Gletscher zuzugehen und immer näher zu kommen. Es war ja fast, man hat ja fast das Gefühl, man kann ihn fast berühren. Ja, da wurde es dann auch ein bisschen schattiger zum Glück, weil ein paar Wolken aufgezogen sind. Und an dem Pass oben angekommen, konnte man ja dann schon die Gîte oder das Refuge Baïsalon sehen.
Guten Morgen. Es ist 7 Uhr. Wir sind gerade aus den Federn raus. Und wir wollten euch mal zeigen, wo wir heute hier übernachtet haben. Am höchsten Refugi der Pyrenäen, 2651 Meter. Traumhaft schön. Hinter uns der Minimale. So. Der zweithöchste Gletscher der Pyrenäen. So, wie lange haben wir heute noch? Gavani, 2 Stunden 45. 2,45, ja, das klingt ja ganz gut. So, Ich habe ein bisschen Hunger. hast du? Ja. Ja, dann gibt's wohl einen Keks. Ich glaube, längere Pause ist gerade nicht drin, weil kein Schatten. Was essen wir denn heute Abend? Pommes, Schnitzel, Cola, Bier, Schokolade, Baguette, Kartoffeln, Omelette. Melone, Boah, ich habe Früchte. Eis. Oh, Eis, Schokolade. Geil. Noch Alles, Bier? was wir kriegen können. Und Ja. noch ein Bier. Und dann fahren wir wahrscheinlich todmüde um. Und morgen nochmal. Morgen fangen wir genauso nochmal an. Ne? Ja, Schokocroissant zum Frühstück, Oh, Le Baguette. oh, Ja. geil. Das wird gut. I like. Motivation ist da. 2,45 werden abgerockt. Sechs Kilometer. So. Bis wohin? Bis zum Supermarkt. Das ist im Supermarkt, genau. 569 noch runter. Echt? Also ja, Straßenhöhe. Also noch Stunde 15.